Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo Video. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's super Richtung Meer, Richtung Berge. Heute Abend Gentleman Edition, dazu aber gleich mehr. Jetzt erstmal Roman Del suchen. Wir haben ihn verloren. Wir wollten eigentlich schon tanken gehen, aber spurlos verschwunden. Bis gleich. Golf 2, guck mal, das ist geil. Geil. Anhalten! Nebst dem Golf 2 sind wir jetzt sogar an der Location angekommen. Der Roman Del ist auch wieder hinter uns. Ich weiß ja nicht, wo der jetzt abgekürzt hat und was für Feld- und Wiesenweg, dass der jetzt wieder hinter uns ist. Aber wichtig ist, wir haben alle, wir sind voll tankt. Ich hoffe, der Roger hat noch etwas anderes gekauft, wie Energie zu trinken. Dann können wir jetzt anfangen, durch den Wald ballern, weil ich hab Bock, richtig schön hübeln. So, ihr geilen Ficker, habt ihr Transporter bestellt oder was? Was ist denn los hier? Wo war die hin? Ja, tanken. Da ist doch wieder die Einbahn hier gefahren. Scheißegal, fahr die Einbahn. Hier wird die Location. Wir haben noch eine halbe Flasche Wasser. Roman Del. Oh, Alter. Ja, siehst du, so sieht's nicht aus. Für mich arbeiten lassen, mein letzter Arbeitstag schon gut. Lady, was machst du, Alter? Fuck, ich muss tanken. O-Saft ist leer. Hier ist ein Benzinhahn. Ja, pass auf, die Unterschaft raus. Mein Entlüftungsloch. Ich muss es einfach... Guck mal, der spielt Querflöte mit dem Ding. Die wildeste Kombination. Das funktioniert einwandfrei. Mit einem Tropfen hat die Flasche verloren, unser Benzintank. Oben ist halt ein Entlüftungsloch. Das ist ein bisschen schwierig gestaltet, das Ding zu tanken, aber wie ihr seht, kein Tropfen Benzin. Ja, also hier ist alles einwandfrei, quasi voll. Mehr ist leider mit dem O-Saft nicht möglich, aber jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen. 10 Kilometer kann man damit bestimmt fahren. Ja. Ey, das Ding klingt so geil. die Scheidung, da müssen wir noch mal ran, ne? Auf jeden Fall. Was ist hier passiert, Elias? Hier gestern mit der Bergfahrt hat es mir ja eine Fußraste abgerupft, weil es ein bisschen Vibrationen hatte, sage ich jetzt mal, von der Leistung. Wir haben jetzt eine Schraube aus dem Floß im Sattel rausgenommen. Wie? Was? Was ist denn da? Das ist ja super bravo, er hat ja nochmal eine drin. Jetzt können wir den wieder befestigen und können mit dem Rollfahrer wieder rumbauen. Ist das die vom Sattel oder von der Vorderachse gewesen? Wir gehen jetzt weiter, wir müssen neue Batterien kaufen. Der Roger hat so viel Fotos gemacht, dass der Blitz nicht mehr tut. Wir gehen an den nächsten Standort, gehen noch ein paar schöne Wald-Fahrtaufnahmen machen. Nachher geht es ab an den Strand. Dort haben wir noch ein Strandpicknick. Für mich ist es der erste Trip mit Mofa Kult. Was ich gelernt habe, es gibt ultra wenig zu essen. Aber Flo und ich haben gerade ein Glücksgefühl. Wir gehen in den Supermarkt, es gibt tatsächlich... Aber Leute und ich haben uns gewünscht, wir können eine Pizza oder irgendein Schnitzel. Was macht Rauch? Er guckt einfach nach Batterien. Wir brauchen Fleisch. Wie heißt der Nöldi? Energiestrick. Energie zu trinken. Jetzt geht's Richtung Strand. Schöner Weinkorb, Käse, Salami. Die Hawaii-Hemden sind am Start. Die erste Hülle falle schon. Affengeil, ne? Commitment Junior Nummer 1, sogar rücklings ins Wasser. Der Roger, der alte Frechdachs. Der ist ins Wasser gesprungen. Picknick-Dreh absolviert, war der Oberhammer. Wir haben Salami und Käse aus dem französischen Supermarkt uns organisiert. Es ist schon grusig. Ja. Nur so. Alter, Was machst du, Flo? ich bin abgerutscht, das Ding springt direkt an. Ich bin so abgerutscht von Kickstarter, Alter. Ich bin wieder trocken. Shooting hat mich so mitgerissen, aber Mensch, genießt ja die Aussicht hier. angekommen in Saint-Tropez. Gentleman Night Shooting, wir müssen ein bisschen leiser reden. Wir befinden uns hier in der Luxusmetropole und ja, hier herrscht ein bisschen anderes Klientel. Dinger ausgepackt, Dresscode sitzt, jetzt geht's ab zum Park und machen ein richtig geiles Gentleman Night Shooting. Ich habe fast ein bisschen kalt gehabt, damit ich mir fast hier den Mantel gekauft für schnäppchenhafte 6'500 €. Es fühlt sich wirklich verboten an. Vor allem, wir sind aber auch geil gekleidet mit geilen Oldschool-Dinger. Boah, aber die Location ist schon geil, ne? Also das Bike passt einfach wirklich sehr gut. Heute ballern wir noch bis irgendwie am 11 Uhr Fotoshootings rein. Alles für euch, Auf YouTube Freunde. sieht immer alles so geil aus, aber hinten dran geht's richtig ab.
Hier ist unser Heißluftballonfahrer Rouch McCouch. Guck uns das bitte an. RMP. Also entweder sind wir mit dem Heißluftballon oder mit der Dampflok gekommen, ich weiß es nicht mehr, aber er hat uns geführt. Wir sind da immer noch in Italien, also Saint-Tropez, also genau, wo auch immer. Die sind da am Planen, wie man die Shootings machen. Osche mit seinem krassen Hut, Roman, Flo ist auch am Start. Es wird eine affengeile Straße. Ihr habt die Fotos vielleicht schon gesehen, vielleicht auch nicht, aber wenn ihr es nachher gesehen habt, kommt es euch sicher bekannt vor. Und nachher, wir haben es vielleicht schon mal versprochen, Genau, geht's ab ans Bergrennen. Jawohl. Du hast schon wieder einen geilen Hut her. Das Gefühl, ich habe schon mal so einen in Nicaragua gesehen. Der geile Urwaldhut. Flo, Achtung, deine Aufgabe. Roman hat gesagt, es wäre eine unbefahrene Straße. Also sag mal was zu der Quasi Straße. unbefahren. So, ne, die hat gemeint, es ist hier hinter die Autobahn noch fahrt. Wir haben die Befürchtung, dass da hinten die Autobahn nur fährt, weil hier so viel los ist. Aber ja, ich glaube, Flo macht das da jetzt mittlerweile schon 234. Mal. Flo, da kommt ein LKW. So, lecker Burschens. Alles verzurrt. Eieiei. Spider-Nöldi. Der nächste Spot ist im Wald, habe ich gehört. Bergrennen. Pikes Peak aus Italien in Saint-Tropez. Genau so. Was meinst du? Alter, das ist das absolute Hammer. Guckt euch mal um. Aber da haben wir schön ins Meer. Da gibt es einen schönen Spot zum Filmen. Was ein Ausblick. Was machst du da? Roger! So, jetzt den Wolf ausladen. Jetzt ist nämlich da endlich das lang ersehnte Bergrennen angesagt. Wir checken mal, was das Ding kann. Vielleicht können wir den Mad Max auch noch ein bisschen bewegen. Das Besondere hier dran ist der neue Swing-Auspuff. Wie verhält er sich bei Bergauffahrten? Und deswegen ballern wir jetzt ein bisschen hier die Berge hoch und runter. Das Setup sonst ist eigentlich nur gesteckt, aber es ballert doch schon recht krass. Yeah, get into it. Bitch, I'm the baddest. Yeah, get into it. Yeah. Hoes be the maddest. Yeah, get into it. Yeah. Bitch, I'm the baddest. Yeah, get into it. Yeah. Also, das Ding ballert jetzt auch richtig krass mit Vergleich. Das Ding läuft super. Ich bin vorhin das Ding mit 7 km/h hochgefahren. Jetzt Yo! Für dieses Steck-Setup unbearbeitet. Kann ich empfehlen. Geil! Das ist mein Super Bravo. Jawohl! Geil! Hast gefunden? Oh, jetzt bin ich mit dem Wolf fast aus der Kurve rausgenommen, weil ich plötzlich den Grip verloren habe. Fußrast abgejagt, jetzt hat ich es wieder gefunden. Alter, das ist so krass. Alter, Geil. ist das der Hammer. Ich muss das leider aufnehmen. Alter, zieh ich mir ab, Alter. Ich wäre am liebsten noch länger gefahren. Das ist geil. Aber mein O-Saft ist gleich leer. Bisschen die Schaltung noch komprimieren, aber ansonsten mega geil. Und vor allem, ich habe das Gefühl, die geht nicht schlecht. Nee. Also Freunde, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob Noldi und ich das Teil fit machen sollen für den Sommer. Ich hätte richtig Bock drauf. Falls ihr euch mit einem Fahrzeug auskennt oder ob es so Tuning-Teile gibt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Egal was. Wird uns gerne wissen, weil wir wissen gar nichts über das Teil. Fakt ist, wir holen das Teil auf jeden Fall in die Werkstatt. Ja. Auch wenn es jetzt vielleicht Teile gibt, Teile nicht gibt, das müssen wir noch ein bisschen rausfinden. Und hier hinten ist gerade mein Super Bravo umgefallen. Danke, Elias. So, das Ding muss jetzt wieder unter Dach und Fach und es ist ab jetzt ein Garagenfahrzeug. Ja, Mann. Mein Griff ist im Arsch. Das einzig gut an der Sache ist, dass der neue Auspuff neu dran ist. Der weiß mich auch gerade im Arsch.
das wär's gewesen von unserem langen Vlog, den wir jetzt noch gemacht haben. Wir haben jetzt 5 Tage am Mittelmeer verbringen. Wenn es schön kann, wenn es streng kann, wir haben richtig viel Content produziert. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das Ganze haben wir natürlich jetzt schon gemacht, weil ich darf jetzt gerade 4 Monate weggehen. Ich darf auf eine lange Reise gehen, auf einen Roadtrip. Damit wir gerade den Fusselnöldi auch gerade können in die Gruppe integrieren, haben wir den Armin bei uns. Er wird in das ganze Social Media Game einsteigen, das mit uns zusammen rocken. Ich glaube, die Gesichter werden noch ein paar Mal müssen sehen. Und wenn euch das gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Löhnt es. Abo und Ach so! Abonniere, like, kommentiere und das Glöckchen nicht vergessen! Bam, 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 bam!